Jetzt geht es gleich um das Thema Geld. Es geht um Finanzen für dein neues Unternehmen. Wie das geht, erfährst du jetzt gleich bei uns. So, jetzt kommt bei uns als letzter Schritt der Schritt, mit dem alle anderen anfangen. Verrückt, aber so ist es richtig. Ja, Heute geht es nämlich um die Finanzen. Und wenn du erfolgreich ein Unternehmen gründen möchtest, dann solltest du bei diesem Schritt auch ganz besonders hinschauen. Es geht natürlich um einen Kapitalbedarfsplan. Es geht um eine Rentabilitätsvorschau. Beide Dinge wirst du neben dem Businessplan brauchen, um im Allgemeinen dein Unternehmen zu gründen, weil eine Bank oder die IHK oder auch sonstiger Träger das von dir sehen möchte. Aber wie wir es auch schon früher gesagt haben, du erstellst diese Dinge nicht für diese Menschen, für diese Instanzen, sondern für dich. Du musst das für dich erstellen. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil ja, die schauen da drüber und die winken das durch, aber geht um dein Unternehmen, um deine Zukunft. Und deswegen mach das richtig. das Thema Kapitalbeschaffung behandeln wir natürlich auch. Ich sehe das immer etwas kritisch, diese Kapitalbeschaffung, weil sie manchmal auch gar nicht notwendig ist, jedenfalls aus meiner Sicht, und weil sie doch einige Risiken birgt. Ich habe ja mal etwas über die Firma Sono Motors gesagt, ja, und die ist ja inzwischen insolvent. Viele potenzielle Kunden haben viel Geld verloren und Investoren natürlich auch, Aktionäre und so weiter. Und genau hier ist der Knackpunkt bei der Finanzierungsplanung gewesen bei Sono Motors. Hier ist wieder wichtig zu erwähnen, dass wir dir kostenfrei die beste Businessplanvorlage, Finanzplanvorlage anbieten. Mit allem drum und dran, mit vorgefertigten Datenmasken für Excel, für Apple, für OpenOffice, die du einfach nur ausfüllen musst. Lad dir das runter, der Link ist in der Beschreibung. Das schenken wir dir, geben wir dir kostenfrei zur Verfügung. Und arbeite das gewissenhaft durch. Und denk einfach jetzt nochmal daran, das ist bei uns der letzte Schritt, wie ich vorhin gesagt habe. Ich blende hier gerne nochmal die anderen Videos ein zu dem Thema, dass du weißt, wie der Ablauf ist. Und gib dir da richtig viel Mühe, mach das sorgfältig und gewissenhaft, weil am Ende des Tages scheitert oder liegt der Erfolg deiner Unternehmung wirklich auch am Geld. Und ich gebe jetzt noch den heißen Tipp, dass du bei all diesen Rentabilitätsvorschauen auf keinen Fall das Finanzamt vergessen solltest. Oh ja. Weil das vergessen die meisten und dann kommt nach einiger Zeit das böse Erwachen. Der Grund, warum wir erst jetzt den Bereich Finanzen bringen, ist, dass du ja erstmal alle Rahmenbedingungen kennen musst. Du musst eine Produktidee haben, ein Konzept und in etwa wissen, was für Material du brauchst. Und erst dann macht es Sinn, sich um eine Finanzierung zu kümmern. Auch hier finden wir es wichtig, dass du ein Gegenüber hast, was das alles nochmal gegencheckt und in Frage stellt, was du da in deine Excel-Listen und so weiter eingetragen hast. Unserer Erfahrung nach setzen Gründer ihren eigenen Bedarf, ihren Kapitalbedarf viel zu niedrig an. Auch das, was sie zum Leben brauchen, die ganzen laufenden Kosten werden auf ein Maß minimiert, was manchmal einfach nicht durchzuhalten ist. Die Folge davon sind irgendwelche Konflikte oder irgendein Frust.
Und es kann ja auch so sein, dass einfach mal was passiert, dass ein Unfall passiert, dass irgendwas schief geht und so weiter und so fort. Das heißt, man muss auch noch Puffer bedenken. Und auch wenn man einen guten Plan hat, heißt das nicht, dass es bei diesem Plan bleiben wird. Das wird es wahrscheinlich nicht, sondern dieser Finanzplan wird immer wieder aktualisiert werden müssen. Es wird Bereiche geben, da ist man über Plan und in anderen Bereichen ist man leider unter Plan. Und das musst du immer wieder klarkriegen. Das heißt, du brauchst immer wieder eine Übersicht über deine derzeitige Situation. Also Heinz war jetzt auch beim Thema Scheitern. Und in unserem Produkt der Grundsteinlegung gehen wir natürlich auf mögliche Gründe für das Scheitern detaillierter ein. Aber nichtsdestotrotz möchte ich dich jetzt ermutigen, lad dir unsere kostenlose Vorlage herunter. Wie schreibe ich meinen Businessplan? Beschäftige dich mit dem Thema. Wenn du Unterstützung brauchst, buch den Freedom Call. Den Link findest du auch in der Beschreibung. Wir unterstützen dich gerne dabei. Und ja, Heinz und ich haben auch wieder einiges im Köcher. Das werden wir jetzt noch nicht verraten. Ja. Wir hoffen, dir hat die Serie über deine Grundsteinlegung gefallen. In Kürze kommt noch mehr. We are busy. Ja. Ja, es kommt noch was Spannendes. Ansonsten, Heinz, würde ich sagen, Das war's für heute, gell? das war's für heute. Lass uns bitte wie immer ein Like, ein Abo da. Natürlich. Schreib uns Fragen, Feedback in die Kommentare. Aktivier die Glocke. Du bist hoffentlich nächste Woche wieder dabei. Wir freuen uns auf dich. Ja. Dann sage ich bis dahin. Tschüss. Ciao, bis dann.